Ich habe Ihnen 3 Kundendialoge versprochen und der zweite steht schon ante portas. Und da geht es jetzt natürlich mal um das Thema neues Arbeiten. Ich freue mich sehr auf Michael Müller-Wünsch, den Konzernvorstand für Technologie und CIO von Otto. Und Michael Müller-Wünsch ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Herzlich willkommen, lieber Michael. Hallo, grüß dich, Michael. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Wie geht's dir? Mir geht es blendend. In Hamburg scheint die Sonne, wie immer. Das ist ja in der Stadt hier nichts Ungewöhnliches, dass wir auf der Sonnenseite sind. Ja, so soll es sein. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, auch bei uns zu sein. Du bist ja ein wirklich hervorragender Vertreter eines Unternehmens, das jetzt gerade auch in den letzten Monaten natürlich gezeigt hat, dass Unternehmen, ich würde sie mal als digitally enabled companies bezeichnen, ja, und ich glaube, Otto steht dafür, dass die dann tatsächlich besser dran sind, wenn unerwartete Dinge passieren, wie zum Beispiel in 2020, und da haben wir ja nun viele unerwartete Dinge, die geschehen sind. Und da freue ich mich, dass du dir Zeit nimmst, da ein paar Einschätzungen zu teilen, die ja, für uns wertvoll sind, um zu verstehen, was hat da für euch den Unterschied gemacht? Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Otto ist als Konzern, als Handels- und Dienstleistungsunternehmen bekannt in Deutschland, in Europa, und auch wir sind ja auch in der Welt operierend. Und wir waren am Anfang, wie viele andere Unternehmen auch, erst kurz getroffen und dann haben wir uns geschüttelt. Und wenn ich gesagt habe geschüttelt, haben wir überlegt, was machen wir denn mit der Situation? Und die Otto-Einzelgesellschaft, für die ich hier stehe, also die Kernmarke Otto, wir haben ja am Campus in Hamburg viele tausend Mitarbeiter. Und weil unser CEO und einige andere vor einigen Jahren eine kluge Entscheidung getroffen haben, waren wir in der Lage, innerhalb von 48 Stunden, auch mit der Unterstützung unseres Partners, der heute ja sozusagen Gastgeber ist, diese vielen tausend Mitarbeiter Homeoffice-fähig zu machen, weil wir A, das Equipment hatten und B, die Infrastruktur. Wobei das Technische ist nur die eine Dimension. Es gibt eben auch noch andere Dimensionen, die den Erfolg ausmachen. Warum wir heute, sagen wir mal, mit ein bisschen gestärktem Rücken in die Situation reinschauen. Ja, und du hast mir im Vorgespräch verraten, dass ihr auch aktuell was zu feiern habt, nämlich 25 Jahre Otto.de. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war echt überrascht, dass das ein Vierteljahrhundert schon ist, ja. Und kann euch dazu nur wirklich herzlichst gratulieren, weil das ja wirklich zeigt, dass ihr euch zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf diese sicher manchmal auch beschwerliche Reise gemacht habt. Und in eurem Markt ist ja die maximale Disruption eingetreten durch Player wie Amazon als Beispiel. Da interessiert mich natürlich, warum seid ihr trotzdem nicht aus der Erfolgsspur geraten über dieses Vierteljahrhundert? Nun, also als wir vor einem Vierteljahrhundert Otto.de, das war ja auch vor meiner Zeit, wir beide sind ja gar nicht alt genug, dass wir das alles hätten miterleben können. Als das Michael Otto im Wesentlichen initiiert hatte, konnte ja keiner ahnen, dass es wirklich diese Dimension bekommt. Und er war als Unternehmer mutig, hat mutige Entscheidungen getroffen, wie wir neben dem Kernprodukt und dem Katalog damals diesen Weg aufgebaut haben und der heute eben dazu führt, dass wir mittlerweile 100% unseres Umsatzes digital generieren und da eben halt auch einen sehr stark transformatorischen Prozess durchlaufen haben, der geprägt ist von Technologie und auch mit meiner Benennung in den Vorstand, dass es auf Betreiben auch der Eigentümer passiert, dass Technologie in der Geschäftsführung erkennbar platziert ist glaube ich, auch ein ganz deutliches Signal gewesen, dass man Technologie sehr ernst nimmt und als ein Kernelement unseres Geschäftsmodells zu verstehen ist. Ja, neben der Technologie, und ich weiß, du brennst natürlich für Technologie, aber du brennst auch dafür, dass die Menschen das Beste mit der Technologie tatsächlich erreichen können. Und dafür bist du ja auch sehr präsent in der Community zum Beispiel. Also bei euch ist es ja nicht nur die Technologie, wie du gesagt hast, sondern es ist natürlich auch die Etablierung neuer Arbeits- und Organisationsformen, die ihr zu den Mitarbeitern gebracht habt. Und modern, heute würde man das wohl New Work nennen. Ihr macht das schon ein bisschen länger, denke ich. Also bei euch ist das New Work vielleicht immer noch kein Old Work, aber es ist jedenfalls einfach Work. Und wie macht ihr das? Was ist da sozusagen euer Vorgehensmodell? Ja, du hast vollkommen recht. Also ich als Technologievertreter sehe Technologie eigentlich nur als Zweck für uns als Menschen, für uns auch als Gesellschaft.
Und mein Credo ist immer, dass wir gute Technologie eigentlich nur hinbekommen, wenn wir die besten Mitarbeiter haben. Und für die brauchen wir auch die besten Arbeitsbedingungen. Und wenn Unternehmen anfangen, über die Customer Experience zu sprechen, die ja für viele und auch für uns von herausragender Bedeutung ist, so spreche ich eben halt auch von der Employee Experience. Also wie ist die Employee Experience, wenn Sie für Otto arbeiten und ihre Ideen, ihre Visionen real werden lassen. Und mit diesem Fundament schaffen wir es eben auf der Konsumentenseite, eine Customer Experience zu generieren, die uns in die Lage versetzt hat, durch diese schwierigen Zeiten zu kommen. Und wir haben sozusagen noch ein drittes Element, ich nenne das immer die Dreifaltigkeit, also die Employee Experience, die Consumer Experience, sind mittlerweile unsere Partner und Lieferanten, die wir eigentlich auch als Kunden verstehen, weil die Partner-Experience in der Zusammenarbeit mit einem Otto eben halt auch ein riesiger Erfolgsfaktor ist. Ja. Und in diesem Triumvirat dieser drei Experiences spielt eben der Mitarbeiter für mich die zentrale und fundamentale Rolle. Und da sich zu überlegen, wie man über Führung und Kultur, über herausragende Basistechnologie, wie wir sie eben halt auch mit Bechtle bei uns implementiert haben, aber eben halt auch über die Facilities, also auch über Gebäudetechniken und Working Environments. Über diese drei Elemente glauben wir heute nicht nur im Norden Deutschlands, sondern eigentlich in ganz Deutschland eine bedeutende Rolle zur Gestaltung von Arbeitswelten in der New Work geschaffen zu haben, die uns es ermöglichen, eben halt hier auch entsprechend durch diese schwierigen Zeiten zu kommen. Ja, ich glaube, die Strahlkraft dessen, was ihr dort erreicht habt und erreicht, geht in der Tat weit über die schöne Stadt Hamburg und Norddeutschland hinaus. Denn so viele Unternehmen, denen es gelungen ist, ihr Geschäftsmodell von ganz analog auf ganz digital umzustellen, fallen mir jetzt offen gesagt auch nicht ein in Deutschland. Vor allen Dingen nicht dann, wenn sie eine so lange Legacy haben im Markt und ja dabei auch dann erstmal gefordert sind, sozusagen ja, nicht nur etwas Neues anzufangen, sondern auch etwas Altes und Gewohntes auch zu überwinden. Das macht die Aufgabe ja ohne Zweifel schwieriger. Der Bestandteil eurer Erfolgsgeschichte, das hast du gerade gesagt, ist den Mensch in den Mittelpunkt stellen. Und das macht natürlich auch absolut Sinn. Da geht es ja dann um neue Wege der Führung. Wir haben gerade mit Elke Reichert von der TUI Group hier gesprochen über neue Führung. Ja. Es geht natürlich um Freiräume schaffen, Freiräume in den Köpfen, Freiräume auch tatsächlich sozusagen physisch. Du hast auch gerade über Architektur und Gestaltung von Facilities gesprochen. Wie ist euer Weg insgesamt? Wie würdest du ihn beschreiben, um die Mitarbeiter dafür auch zu enablen, dann diese Freiräume auch wirklich nutzen zu können? Also sowas fällt ja leider nicht vom Himmel oder wenn man einfach ein Bild an einen Flipchart malt, dass es damit per Deklaration erkannt und gemacht ist und ab nächsten Montag passiert ist. Wir haben ein sehr umfängliches Programm, was auch wiederum auch über unsere Eigentümer initiiert wurde, unser Kulturwandel, wo wir gesagt haben, wir müssen in die Transformation hineingehen in allen Dimensionen. Das hat viel mit unserem Wertesystem zu tun. Und gerade sagen wir mal, in diesen disruptiven Zeiten, wo sehr viel verteilt auch passiert, muss man seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch viel Vertrauen entgegenbringen. Also das Steuern über Kontrolle, über den Mitarbeiter, der präsent an seinem physischen Schreibtisch ist, ist nicht mehr unseres. Und so müssen wir aber auch unser Management, unser Mittelmanagement, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da befähigen, in solchen Organisationsstrukturen zu arbeiten. Wir haben ein großes Programm, das heißt Techucation, wo wir die verschiedenen Dimensionen digitalen Arbeitswelten beleuchten, uns auch über externe Impulse bereichern lassen und dann experimentieren wir. Also wir explorieren Wege und über das Explorieren, über das Entdecken, da kommen wir auf viele neue gute Ideen. Manchmal funktioniert es auch nicht ganz so klasse. Und dann sind wir auch mutig und treffen die Entscheidungen und halten an. Und ich glaube, das zeichnet einfach jemanden aus, der sehr verantwortungsvoll mit dem Mandat umgeht als Unternehmen. Wie kann man sich eigentlich für die Zukunft vorbereiten und dort hoffentlich auch erfolgreich sein? Ja. Würdest du mir zustimmen, dass dieser ganzheitliche Ansatz sicherlich auch etwas ist, was in familiengeführten Unternehmen vielleicht besser zu erreichen ist?
Also zumindest in unserer Familie, wenn ich das mal so als die Otto-Familie sagen darf. Ohne den ganz klaren Anspruch, den Michael Otto und auch sein Sohn Benjamin Otto an uns als Top-Führungskräfte immer wieder adressiert, Woche für Woche, Telefonat für Telefonat, Teamsession bei Teamsession, würde es auch nicht, glaube ich, so deutlich werden, dass es der Familie wichtig ist. Und die ein bisschen kürzer, so wie ich dabei sind, oder die ein bisschen länger dabei sind, haben das, glaube ich, fast mit der Muttermilch jetzt aufgenommen. Und wir versuchen es zu leben und versuchen so wenig wie möglich Fehler zu machen, wobei Fehler auch denkbar sind. Also Fehlerkultur muss auch gelebt werden können. Und dafür gibt es den Raum, der jenseits von irgendwelchen spekulativen Börsenentwicklungen sich sozusagen darstellt. Ja, das kann sicher helfen. Lass uns noch ein paar kurze Worte auch zur Bedeutung von Technologie sprechen. Dann doch noch mal auf die Technologie kommen, weil ohne die Technologie ist dann vieles andere von dem, was du gesprochen hast, ja letztlich dann auch nicht erreichbar. Welche Technologien sind es denn, wo du im Moment den Fokus drauf setzt, die eure Transformation maßgeblich weiter begleiten und vielleicht auch weiter beschleunigen werden? Also wir haben heute Technologien, die natürlich die ganzen Basisarbeitsflüsse, die Kollaboration sicher unterstützen. Das ist das, was wahrscheinlich viele andere Unternehmen auch tun. Wenn wir über die Skalierung unseres Geschäftsmodells in großen Wachstumsperspektiven sprechen, brauchen wir Technologien, die auch Entscheidungsprozesse automatisieren und nur dort, wo der Mensch wirklich den Mehrwert generiert, ob seiner kognitiven Überlegenheit, dass er dort genau seine Mehrwerte auch generiert. Aber alles das, was man automatisiert betreiben kann, spielt eine große Rolle. Ich selber glaube ganz fest an die Fähigkeiten von KI-Methoden und KI-Modellen. Glaube auch, dass wir in 10 Jahren große Teile von Anwendungsarchitekturen durch KI-Komponenten geprägt sehen. Also wenn ich eine Anwendungslandschaft sehe, dann wird da ganz viel KI drin stattfinden. Aber gleichzeitig brauchen wir solche Dinge wie IoT, Sensorik in die Welt, weil da passiert viel draußen, da explorieren wir auch. Und so gibt es eben halt viele Dinge, die wir im Moment ausprobieren, die auch tatsächlich auch schon gelebt werden, wie Bilderkennung, wie Sprachbestellungen und so weiter und so fort. Und insofern kennt Technologie für mich eigentlich kein Ende, sondern es ist eigentlich immer ein Anfang zu dem nächsten Entdeckungshorizont. Und da sind wir mittlerweile mutig, investieren auch, innovieren auch viel. Und dank der Rückendeckung auch unserer Gesellschafter und dann eben vielleicht auch guten Technologiepartnern scheinen wir da auf einem ganz guten Weg zu sein. Okay, das hört sich sehr danach an und ich freue mich natürlich sehr, dass auch eine große Passung für mich erkennbar ist zwischen dem, was du als die wesentlichen Innovations- und Einsatzfelder von Technologie für Otto in der Zukunft beschreibst und dem, was tatsächlich auch heute hier beim Competence Day besprochen wurde. So wahnsinnig überraschend tut einen das natürlich nicht, weil natürlich redet man da miteinander und natürlich ist man da im engen Austausch und das führt natürlich auch zu gemeinsamen Roadmaps und gemeinsamem Verständnis. Aber schön, das zu hören. Lieber Michael, wir sind auch schon am Ende unseres Gesprächs. Wir haben leider nicht sehr viel Zeit, aber ich glaube, wir haben ein paar sehr zentrale Punkte von dir hören dürfen und die nehmen wir gerne mit darüber, wie New Work tatsächlich ein Unternehmen ganzheitlich verändern kann, zu einer Triebfeder wird auf der einen Seite für diese Veränderung, auf der anderen Seite natürlich auch zum Ausdruck der Veränderung selbst. Also ein tatsächlich geschlossenes System, hat man fast ein bisschen den Eindruck, das ihr dort auch geschaffen habt. Sehr faszinierend und ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein. Ich entschuldige mich, dass ich dich vorhin, wobei vielleicht ist das ja eine Vision auch für dich, direkt in den Konzernvorstand befördert habe. Ich weiß, du bist Bereichsvorstand für die Marke Otto. Ich weiß es und deswegen ziehe ich es jetzt auch noch gerade, bevor wir uns verabschieden. Also Michael, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst vielleicht hast du noch Zeit, ein bisschen zuzuschauen. Wir haben jetzt noch einen weiteren ergänzenden Kundendialog mit Bernd Heinrichs von Bosch Mobility Solutions, also auch sehr spannend und auf bald, Michael, danke, dass du dabei warst. Vielen Dank für eure Einladung, weiterhin viel Erfolg und viel Spaß vor allen Dingen da unten. Ja, bis dann. Dankeschön, alles Gute. Danke, tschüss.